Die Entscheidung, welche Mannschaft ich heute spielen lassen soll, ist mir, glaube ich, noch nie so schwer gefallen in letzter Zeit. Wir spielen nämlich heute gegen Köln, dann spielen wir nämlich aber auch gegen Paris in ein paar Tagen. Und weil ich wirklich die gesamte Stammelf fit zusammen haben will und verletzungsfrei, habe ich heute die gesamte B11 aufgestellt. So, weil ich ja auch im letzten Part gesagt habe, oh, ich weiß nicht, wann die mal wieder spielen. Ja, jetzt ist es halt soweit. Also, wir haben mal wieder Buta von Anfang an, wir haben mal wieder Amenda, auch schon lange Zeit nicht mehr gespielt. Wir haben Jonathan David im Tor. Die andere Sache ist, Miller übrigens auch, die andere Sache ist aber, dass wir oben mit dabei sind. Wir haben eine große Chance, sogar irgendwann mal auf Platz 1 zu stehen. Wir sind oben ganz, ganz eng zusammen. Und dann halt nicht die beste Mannschaft spielen zu lassen, das ja, tut auf der einen Seite auch ein bisschen weh. Aber ich vertraue auch den Jungs, die hier heute spielen. Warum denn nicht? Die Kölner sind, glaube ich, auch... Ich habe jetzt nicht ganz genau geguckt, aber ich glaube im Mittelfeld... Nee, Quatsch, die waren mit 26 Punkten, waren die 14. glaube ich. Genau, 13. oder 14. müssten sie sein. Und ich spiele auch heute jetzt erstmal im 4-2-3-1. Also mal wieder die gewohnte alte Formation von ganz, ganz früher. Von daher schauen wir mal, wie die Jungs das heute hier machen. Larsen vorne, Haraldsson, also auch ein paar aus der ersten Mannschaft. Beziehungsweise Haraldsson ist ja aus der ersten Mannschaft mit dabei. Bin sehr, sehr gespannt, wie das heute gegen die Kölner läuft. Ob das so gut funktioniert, wie ich mir das erhoffe, vorstelle. Zumindest ein Remis wäre ganz gut. Nächstes Spiel ist dann schon gegen Wolfsburg. Das heißt, wir können schon mal einen Konkurrenten sehr, sehr weit weghalten vom Leib. Die Dortmunder spielen dann aber, wie gesagt, gegen Wolfsburg. Das heißt, wenn die verlieren, dann können wir auch wieder oben ran. Also sehr, sehr viele verschiedene Konstellationen. Aber die Wahrheit liegt wie immer am Ende des Tages auf dem Platz. Und Kotarski im Tor. Mit der ersten Parade. Aber wir machen direkt weiter. Haraldsson, der in letzter Zeit auch richtig gut drauf ist. Richtig gut in Form. Calvert-Lewin immer noch beim ersten FC Köln. Ich frage mich immer noch, wie der da hingekommen ist. Hä? Was ist jetzt? Ach, Freischuss. Ich habe gerade gedacht, warum? Hä? Warum konnte ich da nicht hingehen? Ganz, ganz merkwürdig. Auch für David mal wieder die Chance, sich hier zu beweisen. Wie gesagt, die B11 hat schon lange, lange, lange nicht mehr gespielt. Aus diversen Gründen, habe ich ja im letzten Part auch schon mal gesagt. Weil es halt zurzeit einfach so gut läuft. Aber in so Fällen wie heute zum Beispiel, wenn der nächste Gegner halt Paris Saint-Germain heißt, dann musst du halt auch mal einen sauren Apfel beißen. Aber der saure Apfel, der kann ja auch gut schmecken. Larsen. Das ist halt dann zum Beispiel auch das Ziel für die nächsten Jahre, dass wir halt die B11 dann punktuell auch verstärken. Immer wieder mit jungen, guten Spielern, die ein hohes Potenzial haben, die halt von Anfang an noch nicht spielen können, die da aber herangeführt werden. So einer wie zum Beispiel hier, wie Miller. Ja, mal ein Schuss. Nichts Gefährliches, aber okay. Lässt sich auch gut spielen. Wir machen das super bislang. Stehen hinten sicher. Vorne schon ein, zwei gute Gelegenheiten gehabt. Larsson, nächster Zweikampf. Sehr, sehr gut. Auch sehr, sehr wichtiger Mann. Auch der hat noch ganz, ganz viel Potenzial. Nächste Chance. Miller mit nach vorne. Warum nicht? Emsig und fleißig. Weggeköpft. Zunächst mal. Aber wenn wir so viel Platz haben, das ist ja Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber die Kölner auch, glaube ich, mit einem 4-2-3-1 unterwegs. Also eine deckungsgleiche Formation. Mit ganz viel Platz über die Außen. Hier Ansgar Knauf, Larsen. Gut gemacht, gut abgeschirmt. Jetzt fehlt er in der Mitte. Jetzt ist niemand da, aber hier holt er sich den Larsson. Larsen, ja, und jetzt die Chance mit links. Aber wieder einer dazwischen, wie immer. Bei so Situationen, ey, da kann sich schon die Uhr nachstellen. Wirklich. Weiter geht's. Wir haben gar keine Chance, uns darüber aufzuregen, weil wir hier super traumhaft nach vorne spielen. Schade. Spielwitz, Spielfreude natürlich auch zeigen, dann läuft vieles auch ein bisschen leichter von der Hand. Calvert-Lewin jetzt, aufgepasst. Ja, immer wieder die Frage, was macht er jetzt hier? Limnios gegen Amenda, Vorsicht, nicht drauf preschen. Hier wieder gegen 3 Mann, das darf eigentlich nicht gut gehen, genau, lass mal den Ball über die Seitenlinie gehen. Überhaupt gar kein Problem hier. Nächstes Spiel, Paris gegen Frankfurt. Okay, es gibt auch leichtere Aufgaben, aber... Wie gesagt, wer gegen Man City mitspielen und auch gewinnen kann, gegen Inter eigentlich auch richtig gut spielt, der kann bestimmt auch gegen Paris das ein oder andere Wunder schaffen. Schauen wir mal im nächsten Part. Jetzt erst nochmal hier Chaibi mit der Chance, aber er kommt leider nicht ran, noch nicht. Irgendwann ist es dann wieder soweit. Larsson richtig, richtig gut gewinnt. Viele Zweikämpfe, ist hellwach. Auch hier wieder zack. Oh, aufgepasst.
Das geht auch ganz schnell mal nach hinten los hier in dem Spiel. Hat es auch schon sehr häufig gegeben. Und wieder Larsson dazwischen. Das ist bestimmt jetzt schon der 4., 5. Zweikampf, den er auf die Art und Weise gewinnt. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ja, und die Freiräume, die waren wir. Also ich finde, die Kölner haben zwischen Verteidigung und Mittelfeld eine riesen Lücke. Die haben bislang leider noch nicht so gut ausspielen können. Jetzt aber vielleicht Miller. Braucht wieder zu lang. Und dann muss er wieder nach hinten. Griechen ausgewählt? Ja. Da ist er wieder. Macht das Mittelfeld dicht mit Larsson zusammen. Und auch vorne gelingt den Kölnern bislang nicht so viel. Zum Glück. Ja, eine Chance kriegen wir noch. Larsen. Oh, jetzt hätte ich den in den Lauf gespielt von Knauf. Und jetzt pfeift er ab. Na gut, erstmal 0-0. Und ich bin zufrieden. Trotzdem, so ein Punkt wäre okay, dann bleiben wir oben dran. Würden die anderen nicht ganz so weit wegziehen. Statistik spricht auch für uns. Wen haben wir denn noch auf der Bank? Vielleicht können wir ja doch entweder Mamouche oder Götze nochmal reinbringen, weil Götze spielt zum Beispiel auch nicht von Anfang an. Den könnte ich mir also zum Beispiel auch vorstellen neben Larsson. Dafür geht dann Miller raus, dann soll Götze nach vorne schieben. Ich lasse das jetzt erstmal so. Es läuft gut. Ich will das jetzt nicht wieder auseinanderreißen. Solange hinten heute die 0 steht, darf die 0 auch heute gerne mal, wie gesagt, stehen. Dann werde ich halt in den sauren Apfel beißen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir das hier heute gewinnen. Ich bin davon sehr, sehr, ja, wie sagt man, überzeugt. So, genau. Denn wir sind schon wieder vorne. Buta, Knauf, wir haben halt auch den Platz, ne? Haraldsson und jetzt Miller. Nächster Schuss, wieder abgefälscht. Aber wir haben heute vorne die Pressingmaschine Larsson, der als Sechser sich vorne immer wieder mit einschaltet. Und Nagalo, richtig gut. Vorne ist jetzt Platz. Larsnach, da steht da noch einer. Aber egal, im Doppelpass mit Larsson. Ne, Haraldsson war's. Ich komme völlig durcheinander mit den ganzen Larssons hier. Ey, ist ja Wahnsinn. Ich sollte weniger Skandinavier verpflichten. Habe ich das Problem nicht. So, Scheibi macht die Ecke. Wen findet er in der Mitte? Larsen, da ist er. Und hinten kommt Knauf mit dem Kopf, aber zu weit vorbei. Schade, die Situation gerade. Ich dachte, Larsen wäre da 1 gegen 1 gewesen. Wäre natürlich auch nochmal schön gewesen. Hinten auch. Amenda, das ist auch ein Schrank. Da bin ich auch gespannt, wenn er im Sommer dann zur Eintracht wechselt, wie der sich macht. Also, ja, man hört nur Gutes von den Young Boys aus Bern. Oh, komm, Kunku, hau rein, 6. Gang. Ach, der war am Aus, schade. Man hört eigentlich nur gute Sachen. Daher bin ich sehr, sehr gespannt, ob er dann auch sein Potenzial bei uns voll ausschöpfen kann und wird. Buta wieder. Also es geht nur in eine Richtung. Das ist wirklich sehr, sehr überraschend. Aber zeigt halt auch, warum wir oben stehen und die Kölner unten. Die können froh sein, dass sie ein paar Punkte Vorsprung haben. Haben wir hier einen gefährlichen Freistoßschützen? Nee, ne, eigentlich nicht. Jetzt fehlt halt leider wieder Gift Orban. Dann machen wir es halt so. Dann spielen wir aus. Larsen mit einem Powerschuss. Ja, muss auch mal sein. Darf auch mal sein. Ja, aber vom Gefühl her wäre es auch schade, wenn wir nur 0-0 spielen. Ne? Ich meine, wir sind besser hier. Es liegt in der Luft das 1-0, aber ich habe ja auch gerade schon gesagt, warum. Vielleicht geht ja mal einer der vielen Angriffe jetzt hier rein. Knauf wieder über rechte Seite. Katterbach kommt auch wieder nicht hin. Haraldsson. Allein gegen alle. Larsen und jetzt aber Scheibi die Monsterchance. Und endlich ist es da. Und so verdient. Minute 60. 1 Stunde gespielt. Perfekter Zeitpunkt, um hier ein Tor zu machen. Haraldsson hier allein gegen alle. Wie tief die Kölner auch stehen. Schaut euch das an. Die stehen auf der Höhe des Elfmeterpunktes mit 5 Mann. Und dann kann Scheibi sich die Ecke aussuchen. Muss er dann natürlich machen. Wichtig. Um oben dran zu bleiben, damit die erste Mannschaft gegen Paris dann auch Vollgas geben kann. Da freue ich mich richtig drauf. Also Paris, wie gesagt, haben wir ja schon mal geguckt vor einigen Folgen, was die so für Spieler noch haben. Unter anderem unser Ex-Stürmer. Mbappé natürlich auch noch da. Also mit Dortmund haben wir es geschafft. Zwar auch erst im Rückspiel, aber wir haben es geschafft. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das mit der Eintracht auch hinkriegen. Achtung. Jetzt aber hier aufgepasst. Wir sind in der Verteidigung gefordert. Buta. Oh, das ging zu leicht. Das ging zu leicht. Miller kommt auch nicht hin, aber David. Richtig, richtig stark. Gute Fußparade. Jetzt bringt doch nochmal Ugarte rein, der ja auch gegen seinen Ex-Club dann spielt. Ne? Den haben wir von Paris geholt. Damit wir jetzt im Mittelfeld wirklich, ja,
ein bisschen Erfahrung drin haben, mehr Physis, mehr Zweikampfstärke. Achtung, Calvert-Lewin und wieder David, ja. Jetzt kommen die Kölner mal ein bisschen, da kann sich David auszeichnen. Ist auch nicht so schlecht für seine Entwicklung. Eckball kommt rein, Amenda, der klärt da alles, der ist auch fast 1,95 oder so groß, kann das sein? Wie gesagt, auch ein richtiger Schrank. So, nächste Chance zum Umschalten. Larsen Haraldsson, nicht weiter, dass Knauf ein bisschen in die Gänge kommt, macht er. Wir müssen es alleine machen. Larsen ist noch gedeckt und würde im Abseits stehen, wenn wir gespielt hätten. Schade. Weiter geht's hier munter mit den Wechseln. Übers für Christensen und die Kölner, die sind halt auch ein willkommener Gegner jetzt gerade in der Phase. Ne? Ich meine, hätten wir jetzt gegen Leverkusen gespielt oder Dortmund, hätte ich das wahrscheinlich nicht machen können. Aber der Spielplan will es so. Der Spielplan will es so, dass es so ist, wie es ist. Oh, nächster Fehlpass, nächste Chance. Und wieder hier überfallartiger Konterangriff. Larsson, richtig viel Platz. Haraldsson, Larsen, jetzt aus spitzen Winkel, aber abseits, schade. Jetzt bringen wir Götze nochmal rein für Haraldsson. Der darf dann gegen Paris wieder wirbeln. Nächste Chance, Chaebi wieder dazwischen. Also das ist heute wirklich richtig gut. Gutes Pressing. Allen voran von Larsson, aber die Kölner, wie gesagt, die laden uns auch wirklich dazu ein. Das ist wirklich schlecht. Aber es ist gut, dass sie so schlecht spielen. Gerade gegen uns. Chaebi, nächste Chance. Larsen, jetzt aber rein damit. Und die Entscheidung. Jawohl. Ganz wichtig. 2-0. Eine Viertelstunde vor Schluss ist das schon sowas wie die Entscheidung. Die 4 Sunny Boys da gerade. Chaebi gut ausgespielt und dann Larsen. Zack, einmal vorgelegt mit links. Rein unter die Latte. Keine Chance. Also ihr seht, auch der zweite Anzug sitzt, zumindest jetzt in dem Spiel. Gegen andere Gegner ist das wahrscheinlich auch wieder anders, ich weiß, aber egal. Es ist heute so, wie es ist. Und das finde ich gut. Wir bleiben oben dran. Wir haben fitte und ausgeruhte Leute dann für das Hinspiel gegen PSG. Und auf das Spiel freue ich mich auch. Also, auch gerade, weil wir das Rückspiel dann zu Hause haben. Gegen Dortmund hatten wir das Rückspiel dann in Paris. Und mussten das dann da irgendwie gedreht bekommen. Nkunku ist da, Mamouche darf auch nochmal rein. Götze! Ja, das ist heute mal wieder ein entspannteres Spiel. Oder ein Spiel, wo halt viel so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Viel Druck, Pressing vorne, das funktioniert, das Mittelfeldpressing. Und Amenda, warum nicht Amenda? Als Innenverteidiger wohlgemerkt. Alter Vater, lass mir da nur die Ruhe. Schöner Schuss. Oh, das wäre ein klasse Tor gewesen als Innenverteidiger, hör mal. Und gut, noch 10 Minuten mit Nachspielzeit. Also ich denke mal, das dürfte... Ah, nee, ich sag's noch nicht. Erstmal verteidigen hier. Das ist noch nicht die Entscheidung gewesen. Aber ich glaube, jetzt ist es fast die Entscheidung gewesen. Auch wenn wir jetzt den Ball verlieren. Dafür sind wir einfach zu stabil. Hinten David, die Bälle, die er gehalten hat, die waren jetzt auch nicht besonders schwer. Aber es war okay. Er hat sie gehalten, er musste sie halten. Und heute haben wir halt im Mittelfeld Larsson, eine richtige Maschine. Der ist heute richtig gut drauf. Richtig schön gemacht. Hä? Was war das denn? Mamouche auf einmal wegkatapultiert worden vom Ball. Warum auch immer. Und die Kölner kommen nochmal über Sitja. Flanke kommt, da kommt keiner hin. Nagalo, Amenda ist aber da, macht das. Mario Götze, Nachspielzeit läuft schon und damit steht der Sieg auf jeden Fall fest. 3 Minuten gibt es oben drauf. Mamouche nochmal mit einem 1 gegen 1 gegen Martel, gegen Schmitz. Da kommt keiner hinterher. Er sieht Larsen. Sehr souveränes Spiel heute. Verdienter Sieg, auch in der Höhe. Vielleicht ein Tor zu wenig. Mal gucken, vielleicht machen wir noch ein drittes. 1 ist ja noch, oder eine Chance haben wir ja noch. Larsen und Mamouche. Und am Ende haben wir eine gute Vorbereitung auf Paris. Zwar nicht mit der Mannschaft, die dann auch da spielen wird, aber egal, wir bleiben oben dran. Und wenn es richtig ideal läuft, sind wir sogar Dritter oder Zweiter. Macht unter dem Strich heute ganze 16 Schüsse, die Kölner hatten 3. Also ihr seht, mit dem 2-0 sind sie eigentlich noch relativ gut bedient. Jetzt neues Layout. Nächster Gegner, Paris Saint-Germain, ist an der Reihe. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das ist noch die Gruppenphase. Wir wollen aber mal aufs Achtelfinale gucken. Nochmal, um das in Erinnerung zu rufen. Die haben schon gespielt. Dortmund hat gewonnen, Leipzig verloren. Juve, Benfica unentschieden. Atletico gewinnt gegen Liverpool.
Jetzt spielen noch Aston Villa, für mich eine Überraschung gegen Real. Lazio gegen Bayern, City gegen Barca. Richtig spannende Begegnung. Wie ist das hier in den anderen Wettbewerben? Gucken wir auch gerade nochmal vorbei. Da gibt es noch die Zwischenrunde. Inter. Da wären wir normalerweise gewesen. Also wir hätten dann gegen Galatasaray gespielt, wenn wir denn so gelost worden wären. Hoffenheim ist noch mit dabei als deutsche Mannschaft. Ja gut, vielleicht sind ja auch im Achtelfinale noch dann deutsche Mannschaften. Hier haben wir Wolfsburg. Die spielen gegen Trabzon. Sevilla ist im falschen Wettbewerb irgendwie gelandet, keine Ahnung. Und wir gegen Paris. Also, ich glaube, ich muss nicht viel mehr dazu sagen. Wir versuchen unser Bestes. Vielleicht gelingt uns ja ein gutes Spiel. Wir brauchen 2 gute Spiele. Und ich lasse mich einfach überraschen. Seid dabei, macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.